Campingplatz war ganz okay, wobei ich es echt krass fand. Es ist für 15 € die Nacht, also es gab keine wirklichen Toiletten, also sehr, sehr rudimentär. Es gab nur kaltes Wasser zum Duschen und ja, 15 € mit Strom fand ich schon echt ein bisschen too much, vor allem hier, wo die Leute einfach kaum was verdienen. Ja, und jetzt warte ich auf den Fahrradhändler, dass der endlich öffnet. Der sollte eigentlich schon seit 3 Stunden offen haben, aber er ist immer noch nicht aufgetaucht. Er hat jetzt Gott sei Dank einen Passant für mich angerufen, dass er jetzt gleich kommt. Dann bin ich mal gespannt, ob der mir die Bremsbeläge tauschen kann, damit ich jetzt den Tausender Berg erklimmen kann. Ja, und sonst merke ich, dass es echt ein Unterschied ist, ob man Internet hat oder nicht. Ich bin heute fast verzweifelt, weil ich versucht habe, mit einer Wi-Fi-Verbindung mir Offline-Karten runterzuladen, es einfach nicht geklappt hat. Also jetzt im 3. Internetcafé habe ich es endlich geschafft, die Karten runterzuladen, so dass ich jetzt heute weiter navigieren kann. Also da war ich schon ein bisschen im Stress, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Naja, aber jetzt hat alles geklappt und jetzt sind wir bereit. Oh, und was ich euch noch zeigen wollte, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber eigentlich habe ich Plastiktüten mitgenommen, um tatsächlich meinen Müll quasi immer wegschmeißen zu können. Aber man wird hier überschüttet mit Plastiktüten. Kroatien schon und Montenegro auch. Also man kriegt pro Einkauf 3 Plastiktüten. Ich weiß gar nicht wohin damit, weil ich die gar nicht mehr selbst benutzen kann zum Müll. Das finde ich schon krass, also wie hier mit Plastik umgegangen wird. Aber wir sind jetzt beim Fahrradhändler und es sieht so aus, als ob tatsächlich einen haben hätte. Sehr gut, dass ich noch bei dem Stevens Händler in Italien ein Set gekauft habe, weil so konnte er direkt sehen, was ich brauche und er hat tatsächlich auch nur einen da. Also perfekt. Jetzt kann es getauscht werden. So, wir sind am Tour. Es hat jetzt sage und schreibe 2,5 bis 3 Stunden gedauert, um diese Brakepads zu wechseln, weil am Ende ein paar Teile übrig hatte vom Vorderrad und ich wusste, wo er die hinstecken soll. Also das war schon sehr recht abenteuerlich. Da ist mir auch ein Teil von der Vorderlampe abgebrochen. Und dann meinte er kann das nicht reparieren, wenn ich über Tape hat, dann kann man mit Tesafilm. Also Learning. Am besten, bevor man losfährt, schauen, dass man weiß, wie alles selbst repariert werden kann. So die Standardverschleißteile, sodass man das auch selbst machen kann und nicht abhängig ist von Händlern, die sich vielleicht auch nicht so gut auskennen. Es war Gott sei Dank noch ein Australier da, der auch Russisch, Montenegrisch, ich weiß gar nicht, was die hier sprechen kann, der dann übersetzt hat. Und er meinte, er hat so ein Rad noch nie gesehen. Also nicht der Australier, sondern der Händler. Und der lernt gerade selbst, wie man das repariert. Und das war mir schon etwas mulmig beim Bremsen. Ich hoffe, dass er das alles gut hingekriegt hat. Ich werde es bei der nächsten Abfahrt merken. Aber sie bremsen, also von daher, ich denke, das ist alles okay. Ja, es ist eine wunderschöne Aussicht. Und jetzt heute der Monster, ja, einer der vielen Monsterberge. 1000 Meter müssen wir hoch. Dieser Berg ist ein wahrer Genuss im Vergleich zu den krass steilen Bergen hier in der Innenstadt. Das ist hier easy. Ich finde es immer spannend zu sehen, wie Städte expandieren. Seht ihr ganz da hinten, das kleine Inselchen, das ist die Altstadt. Die Stadt ist riesig geworden seitdem. Und ein LKW überholt mich gut vor der Kurve. Da hoch müssen wir. Schon ein bisschen mulmig, wenn ich gucke, wie tief es da runter geht. 620 Meter sind es mittlerweile schon. Mal gucken, wie weit es so hoch geht. Das ist ein gigantischer Ausblick. Das ist ein geiler Tunnel. Das sieht ja voll verrückt aus. Wir sind gleich in eine Nebenstraße reingefahren. Ich hoffe, dass die nicht auch irgendwo stoppt. Es ist sehr angenehm zu fahren und super schöne Aussicht. Hoffen wir mal wieder keine Hunde. Zumindest ist Zürich diesmal drin. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass die Straße bald zu Ende ist und ich alles wieder hoch muss, weil ich bin die ganze Zeit nur runtergefahren jetzt. Das hat mich schon ein bisschen geschädigt gestern, das Dead End. Oh, ein Dorf ist gut. Ich jäge die Straße immer weiter, das ist gut.
Also hier lässt sich super Fahrrad fahren. Ist noch kein einziges Auto begegnet. Was ein Ausblick. Und die Straße ist echt geil. Also in den letzten 20 Kilometern sind mir 4 Autos entgegengekommen und keins hat mich überholt. Hier scheint irgendwas Touristisches zu sein. Das stelle ich mir auch als sehr schön vor. Mit Kanu hier durch das Flüsschen zu fahren, mit Bergen links und rechts. Und Zürich ist endlich draußen, weil jetzt geht es berghoch. Die ganze Zeit ging es nur bergunter, das hätte sie kaputt gemacht. Oh, Ausblick. Haha, Wahnsinn. Hohoho, krass. Guckt euch das an. Das kann doch nicht Europa sein, oder? Ich bin ganz geflasht. Das ist der Amazonas? Nein! Das ist Montenegro, Zuri! Spannend mit den Steinen auf den Ziegeln. So, jetzt geht's Richtung Hauptstadt. Wird auch Zeit, weil unsere Batterien sind langsam alle. Das sieht ein bisschen aus wie Italien mit den Hügeln. Ha. Ist auch Weinregion hier. Da ist die Hauptstadt Montenegros. Boah, seht ihr das? Montenegro hat echt ein Müllproblem. Es ist überall alles zugemüllt. Die schönsten Aussichten und dann alles voller Müll. Ich verstehe das nicht. So, ich bin total begeistert, wie hundefreundlich die Leute aus Montenegro sind. Das ist schon das zweite Restaurant, das mir Essensreste für Zuri gibt. Gestern waren wir in der Pizzeria und Zuri hat dann angefangen, die Gäste anzubetteln und nach Rand, weil sie Pizza liebt. Und dann kam irgendwann der Restaurantbesitzer und gab mir alle Pizzareste und meinte, der Hund sei hungrig. Was stimmte, weil ich Zuri noch nicht zu Abendessen gefüttert hatte und Zuri liebt Pizza. Und jetzt hat sie quasi eine ganze Pizza so bekommen. Wir sind jetzt in Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro. Und es war auch super schön gestern Abend. Ich bin von Vasili eingeladen worden zu 3 Radler, einem Nachtisch und auch Pilzen. Es gab ein paar Probleme mit der Bestellung, der hat mir geholfen. Er hat nämlich 40 Jahre in Deutschland gelebt und hat mich direkt auf Deutsch angesprochen. Er war auch ein Gast in dem Restaurant. Und dann meinte er, ich kann ja nicht draußen schlafen, das wäre viel zu gefährlich. Und deshalb hat er mich eingeladen, in seinem Haus zu schlafen. Super schön. Jetzt habe ich auf der Couch geschlafen und er auf dem Balkon, damit er mein Fahrrad beobachten kann, damit hier nichts wegkommt. Seht ihr das? Der erste Fahrradweg in Montenegro, ich glaub's ja nicht. In der Hauptstadt, immerhin. Boah, fuck, guckt euch das mal an, ey, das gibt's doch nicht. Das ist mitten im Ort. Zuri, wir wollen den Müll nicht. Also jede Mülltonne sieht so aus, das ist schon die 3., 4., an der ich vorbeifahre. Scheiße. Vorbildliches Überholen, das machen die wenigsten. Aber ich sag euch, Lastwagenfahrer sind die besseren Überholer im Vergleich zu Bussen. Ciao.
Ja, wurde ich mal wieder von der Straße geholt. Ich wollte ja eigentlich nur was trinken. Hab mein Wasser gefüllt und dann rief er mich, komm zu mir. Trink was, komm bei mir. Und dann hat er in seine Gartenlaube eingeladen. Ich habe mit seinen Kindern geredet, weil die Englisch können. Es war richtig gut. Ich habe Bier bekommen, ich habe Kaffee bekommen, Kuchen bekommen, Essen bekommen. Echt ein Traum. Es ist so schön, die Leute sind so nett hier. Turi hat Essen bekommen auch, Wasser bekommen. Und jetzt sind wir bereit für den Berg, der jetzt gleich auf uns wartet. Wohlgestärkt. Also echt super. Und die Leute können super gut Englisch hier, also die Kinder. Weil hier wird auch nichts übersetzt. Die lernen halt echt Englisch schon mit dem Fernsehen. Und ich finde, das ist das Beste, was man echt machen kann. Das ist der Freund, der da war. Mal gucken, was er jetzt möchte. Da, Coffee und Peach. Drink. I have to go, it's late. You know? Zurich. Yeah, I yeah. go to Ostrog. Okay, Night. okay. With the car. Da. Yeah, okay. Manastir nađem te. Prati me, popijemo piće, drink na usput. In Ostrog, okay. Es wird spannend, wenn er jetzt mit dem Auto immer auf mich wartet. Ich fahre mit dem Fahrrad wesentlich langsamer, vor allem berghoch. So, also der Freund hat mir jetzt so den Weg gezeigt. Ich glaube, er will dort heute Abend mit mir Bier trinken. Aber ich werde gucken, dass ich noch mal ein paar Kilometer mache. Weil ich muss ehrlich sagen, das ist mir immer nicht so geheuer, wenn Männer mit mir irgendwo abends Bier trinken wollen. Ich versuche ich die Situation lieber zu vermeiden. Seht ihr das mit dem Müll? Shit, und die Straße muss ich hoch. Fuck. Die ist schon gigantisch. Schade, dass ich sie im Rücken habe. Schönes Teil. So, nach 40 Kilometern war der erste Akku alle. Aber es ging schon ganz schön gut bergauf die letzten Kilometer. Jetzt kommt ein richtig krasser Berg. Ja, da hinten haben wir noch so einen kleinen privaten Wertstoffhof. Und hier haben wir diese gigantisch schöne Aussicht. Schön, Turin, ne? Und ich weiß nicht, wie man das sieht, aber es ist total krass. Da hinten auf dem anderen Berg haben die einfach komplett reingehauen, um diese große Straße da durchzuführen. Also was das für eine Baukunst ist, einfach also mitten in den Felsen rein. Boah, krass. Hey! Hey! 5 Kilometer und ein fetter Berg. Dann sind wir beim Kloster, was in Felsen gehauen wurde, wie das in Slowenien. Da oben ist es. Und das sieht verdammt steil aus. 2,9 Kilometer, aber das sind fette Serpentinen. Jetzt haben wir uns irgendwie schon wieder den nächsten Begleiter eingefangen. Aber der sieht ganz niedlich aus. Und auch echt jung. Wow. Kurven werden immer enger. So sichtlich genervt. Ja.
dass es eines der heiligsten Plätze für die Montenegra ist, weil hier ein Heiliger gelebt hat und der sehr, sehr viele Wunder schon vollbracht hat. Also es gab wohl eine Bombe, die explodiert ist in einem Bunker, die nicht explodiert ist, in einen Bunker gefallen ist. Kinder, die irgendwo runtergefallen sind, hier von den Mauern, wo nichts passiert ist. Und deshalb schlafen hier auch ganz, ganz viele Leute, weil sie auch ja, ihre eigenen Wunder erfahren wollen. Das ist schon, aber es hat eine sehr, sehr schöne Energie auch. Sorry. Bettel schon wieder. Ich habe mich jetzt entschieden, hier die Nacht zu verbringen und habe im Kloster gefragt. Also man darf natürlich nicht mit Hund rein, aber ich darf hier vor den Klostermauern schlafen mit Zuri. Und Von Deutschland. ja, genau, von Deutschland. Genau, wer weiß, vielleicht wird der Zuri auch geheilt von ihrem Krebs, weil hier gibt es wohl ganz, ganz viele Wunder schon, hatte ich ja vorhin schon erzählt.